IGN, die Seite für Trailer und all solche Sachen. Sons of the Forest Exclusive Hands-on Preview. Daumen nach oben natürlich, Freunde. Anmerkung aus. 4K. Freunde, ich würde sagen, rein, oder? Let's go, Freunde. Oh mein Gott, let's go. Oh mein Gott, ich habe selbst noch nicht geguckt, Freunde. Ich habe selbst noch nicht geguckt. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Geil, Leute. Let's go. Unlike some of its peers, the Forest... Alter, habt ihr gesehen? Die hatten richtig Klamotten an. Die haben richtige Schneeoutfits an im Winter. Unlike some of its peers, The Forest, the survival horror game from Canadian-based studio End Games, delivered on not just the popular gather and craft survival game format, but also added a surprisingly complex and equally bananas story featuring cannibals and mutants. With the immediate arrival of its long-awaited sequel, Sons of the... Da ist der wirkliche Game-Start, Freunde. Da ist das Intro vom Game. Oh mein Gott, wilde Armbrust nehme ich. Oh mein Gott, Freunde, nehme ich auch und gebt euch den Start. Das ist jetzt Ingame-Grafik. Forest comes not only the pressure to top the beloved experience of the original, but also to add some new and increasingly wild surprises. And based on the 5 hours that I've played so far, I'm not only excited about the sequel's potential, but also confident that End could revolutionize the survival genre. Let's go! The Forest begins with a simple premise. You've crash-landed on a mysterious peninsula and begin your quest to survive at all costs. There was also the optional objective of finding your kidnapped son, a task that would take you down a wild and disturbing narrative rabbit hole populated by flesh-hungry mutants. Sons of the Forest largely shares the same setup, substituting your son for a missing Billy. Gott, Freunde, oh mein Gott, die In-Game-Grafik ist insane. Und alle, die sagen, die haben das Spiel angespielt, sagen, es ist das Survival-Game. Die haben solche Features und Sachen noch nicht gesehen, Freunde. Oh mein Gott. Millionaire. It's a basic idea, but one that allows you to jump straight into the action, Freunde. allowing players who have no intention of progressing the rescue mission to solely focus on building their very own lakeside resort with some friends right away. Just like alleine die Stelle jetzt schon, Freunde, habt ihr gesehen? Erst Efeu wegklatschen, dann bricht die Rinde auf und dann hackt er erst in den Baum. Oh mein Gott, wie insane sieht das denn alleine aus? Wir müssen den nochmal gleich gucken. Wir lassen jetzt erstmal ein bisschen gröber durchlaufen und dann gehen wir nochmal ein bisschen auf alles ein. Und ich muss auch nochmal ein Video extra dazu machen. Ich kann gar nicht auf alles so gut reagieren hier, wie ich gerne gerade würde. Dann halte ich nur noch an und rede nur noch. Oh boy, sieht das alles nice aus. Scheiße, sieht so gut aus. Richtig schmackhaft. Solely focus on building their very own lakeside resort with some friends right away. Just like its predecessor, you can play, build, and cause chaos with 7 of your friends in co-op. But you can still see everything Sons of the Forest has to offer in single player. The big difference this time, though, is that even when you play solo, you're not alone. Enter Calvin. At the very start of Sons of the Forest, you're introduced to Calvin, an elite soldier who... Calvin wurde mal richtig mies durch den Kopf einmal von links nach rechts ausgesaugt. Kein Gehirn mehr in Calvin. Play solo, you're not alone. Enter Calvin. Alter, wer kennt den Film Alien? Hier Man in Black 1, wo ganz am Anfang, wo ist Jack? Jack ist total kaputt und dann liegt er so in so einer Box, komplett ausgesaugt von einem Alien. Genau so ist Calvin. Oh, geil. Hammergrafik, oh mein Gott. At the very start of Sons of the Forest, you're introduced to Calvin. Oh, Leute, achtet auch mal so im Hintergrund. Hier liegt so der abgestürzte Propeller vom Heli. Hier liegen die Boxen. Da hinten sieht man so richtig geil das Wasser, wie insane. Dann sieht man hier richtig den Wald, wie es richtig tief reingeht. Und auch wie viele Bäume und wie detailliert alles ist. Oh mein Gott.
An elite soldier who not only survived the helicopter crash that stranded you on the island, but is also very much along for the survival ride as an AI companion. While Calvin has suffered some major head trauma that's left him unable to speak, his injuries have not, perhaps surprisingly. Da sieht man auch schon, es gibt Sticks, dann gibt's etwas dickere Holzstämme und es gibt die Holzstämme, die richtigen Loks, wie jetzt auch, die man auf der Schulter trägt, Freunde. Oh mein Gott, ist das insane! Prevented him from being extremely helpful. In an apparent effort to replicate the multiplayer experience for solo players, Calvin will follow you around and respond to commands issued. Für alle, die nicht so gut Englisch können, Calvin wird einem, wenn man ihn findet, hinterherlaufen und man kann ihn über den Notizblock sagen, was er machen soll. Und dann, wenn man Sticks antippt, dann besorgt er einem Sticks. Wenn man sagt, er soll, keine Ahnung, Steine holen, holt er einem Steine und so. Via a bunch of Wir brauchen auf jeden Fall einen Calvin-Emote, wenn Sons of the Forest da ist. handy quick select options on a notepad. He'll take orders to see out your less than desirable busy work, such as chopping down trees and gathering logs. Ich schwöre. During my hands-on, the Calvin value of vors having an Win oder AI was? companion was immensely noticeable. There was a huge benefit to sending Calvin off to find resources, while my co-op partner and I focused on designing our structure. I'd regularly turn around to find a fresh pile of logs for our disposal, with Calvin already on his merry way to collect more. Not only will Calvin somewhat provide company for solo players, but he offers helpful, time-saving resources even when in a group, putting a significant dent in the busy work of a survival game. This affords more time to either sculpt a masterpiece or plow forward on the cannibal killing quest. Calvin has a mind of his own. Oh mein Gott, gebt euch den Zaun. Man kann hier unten noch Steine dran machen und oben noch Schädel draufsetzen. Ich hätte natürlich nur jeden zweiten gewählt, ne? Für die Optik immer nur jeden zweiten von der Ecke aus bis zur Ecke. Aber oh mein Gott, wie viele Bauelemente wird es denn dann geben? Ja, kann auch gut sein, dass Calvin eher nervt, das stimmt, Dead Rider. Könnte auch gut sein, dass Calvin eher am Ende im Weg steht oder so. Aber ist schon ein bisschen sklavenmäßig, muss man sagen, ne? Oh mein Gott, Freunde. No. Well, at least to some degree. He sits down to rest when he gets tired and seeks water when he's thirsty. He'll also become upset if you treat him poorly, which makes him less productive and thus decreases the value as a companion. And if you decide you're not interested in having a worker bee along for the ride, you have the option to disable Calvin in the most realistic way possible. Shoot him in the head and you'll remove him from... Oh mein Gott, Freunde, jetzt sehen wir hier nochmal Schneegebiet. Wie krass auch der Schnee hier auf den Blättern liegt, wie echt es einfach aussieht. Oh mein Gott, die Armbrust. Your session permanently. You're limited to one Calvin per multiplayer session, so the dream of a legion of Calvins can't be fulfilled. But the developers assured me that there are other companions you can find as you progress, each with their own unique AI. During my playtime, I caught a glimpse of Virginia, a mutant with 3 arms and 3 legs. She quickly scampered once I approached her, and definitely had more of a skittish sensibility than Calvin. But the developers told me that she can eventually be recruited, and will become attached to you over time, should you be kind to her. They compared her instincts. Ey, Leute, meint ihr, man kann Calvin mit der dreibeinigen Lady auch zusammenbringen? Und dann helfen die einem als Pärchen. Calvin fällt eh nicht mehr auf, dass die 3 Beine und 3 Arme hat. Ganz ehrlich, dem wird der Kopf ausgesaugt. Oh mein Gott, ja, Mann, ich werde auch mit dem so viel testen, Leute. Ey, Leute. To that of an elusive and independent cat, which stands in opposition to Calvin's lovable and obedient dog. The AI improvements aren't limited to just companions. Nein, der warnt einen sogar. Calvin ist sogar Alarmanlage. Meister, da hinten ist einer, mein Herr. Calvin's lovable and obedient dog. The AI improvements aren't limited to just companions though. On our expedition we came across several groups of enemies. Da. Jetzt können wir doch mal gucken. Nochmal ein ganz kleines Stückchen zurück hier. Improvements aren't limited to just companions though. On our So, wir haben hier einmal den Fingermutant. Dann sieht man, die beiden haben auf jeden Fall Waffen in den Händen. Der hier hat eine Axt, der hier hat auch so eine Schädelaxt oder so in der Hand. Und das hier sind halt... Und er ist auch richtig krass geschminkt.
expedition, we came across several groups of enemies, ranging from a cluster of cannibals to a mob of monstrosities, each demonstrating their own impressive decision-making abilities. It felt like my enemies were thinking and making active decisions based on not only my actions, but also their situations and environment. Particularly in first-person horror games, enemies generally have two modes of behavior, patrol and attack. But in Sons of the Forest, die sind aber crazy getarnt. Achtet. Wir brauchen auf jeden Fall für alle wieder Namen. Achtet hier, die, ich nenne sie jetzt mal Kannibalen, sind einfach so richtig krass auf der Erde unterwegs und so braun angemalt mit Erde und Leben wie Fritz bei Seven vs. Wild. Grüße gehen raus. Und man sieht die einfach kaum. Und dann machen die diesen, habt ihr gerade diesen Jump gesehen mit der Hand nach vorne? Leute. Those would just be extremely wary and just interested in watching what I do, while others would charge in aggressively. Da. Oh mein Gott, Freunde. Blueberries in den Chat. Blueberries in den Chat. Es gibt wieder Blaubeeren. Damit ist es bestätigt. Blaubeeren sind im Game. Let's go. Only to back down when things didn't go their way. I saw enemies consoling their fallen friends, changing their clothes depending on the weather conditions, and even trying to destroy my newly erected home when my back was turned. It was clear to see that the enemy's brains were not only following coded rules, but also adapting their thoughts based on the external. Habt ihr gesehen, wie sich sein Körper lang gezogen hat, als er hier gerade seinen Kopf bewegt hat? Oh, shit. To destroy my newly erected home when my back was turned. It was clear to see that the enemy's brains were not only following coded rules, but also adapting their thoughts based on the external influences. The developers explained to me that certain enemies with leadership qualities can influence the decisions of others and even promote ideas in their ranks, such as religion, and that each individual has their own tastes, desires, and proclivities. Oh mein Gott. From my small taste of Sons of the Forest, I didn't really get a sense of how deep this system is and how much it'll affect your experience. But the teasers I saw filled my mind with dozens of possibilities. Die sind krass, I saw enemies adapting to Folgen. Junge, Alter, die sind einfach wie Gollum bei Herr der Ringe. Er immer so richtig so sneaky peaky um die Ecke. Es sieht 10-mal krasser jetzt, so richtige Ingame-Aufnahmen aus, als die Trailer. Ehrlich, es sieht so gut aus. 10-mal besser als gedacht. Was geht ab? Change in their ecosystem and weather conditions, which now cycle through seasons that change as you progress. Habt ihr gerade das Spinnennetz hier an der Seite gesehen? Achtet hier oben auf das Spinnennetz, wie krass man es sieht. Which now cycle through seasons that change as you progress. I even accidentally triggered a war after I stupidly opened the entrance to the game's complex underground cave network and released a faction of mutants into the domain of another tribe. My simple decision caused their living space to change and encouraging them to adjust their focus. And after that little taste of chaos, I can't wait to see how flexible this system can be. As you'd expect, the titular forest makes a return, and it looks better than ever. Achtet mal mit dem Regen, mit dem Nebel, wie sich so die Bäume so leicht im Wind beugen, die Dicken bleiben stehen, aber das Efeu wackelt, die Büsche wackeln. Oh mein Gott, sieht das krass realistisch aus. As you'd expect, the titular forest makes a return, and it looks better than ever. From the complex density of foliage to the gorgeous rainfall and beautifully lit cave stalactites amongst the hanging corpses and mutant fetuses, the graphical power on show here rivals the majority of AAA releases. It was a joy to explore without even the slightest hint of repetition. So, wenn bergab Wasser läuft, kann man bergab, wenn man irgendwo die Base stehen hat und sagen wir unten Teich, ein See, was auch immer sich sammelt, dann zieht das Wasser, die Leichen, die Baumstämme, was auch immer man ins Wasser wirft, wirklich mit der Strömung nach unten. Oh mein Gott, Freunde, was geht ab? Das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. In its design, with a tease of bunkers, villages, and God knows what else in a world that's promised to be 4 times larger than the original, I can easily see myself getting lost and then sidetracked in the wilderness for hours on end. But at its core, Sons of the Forest is a survival game, and so when you're not exploring, there's a good chance you're building. The construction tools have been significantly overhauled for the sequel. Aber richtig insane wird sein, Dynamit und Bomben, um Bäume zu fällen. So viele Bäume, so hoch wie die sind, so viele wie eng die aneinander stehen. Eine Bombe, 10 Bäume, easy.
Gone are the floating blue ghost building blocks, replaced by user-friendly, realistic presentation of wilderness carpentry. Instructions are more literal, and actions are contextual. Instead of just loading resources into a ghost version of the final product, you're now free to, with magnetic and snapping assistance, manually place logs and sticks in the direction that you like, allowing for a complete customization of your structure instead of following a predetermined design. My partner, Calvin, and I immediately set to work on building a lakeside domicile of our own. And what began as a traditional design immediately blossomed when we realized the only limitation was our imagination. You're working on every placement by hand, and thus the structural points present not only a decision, but an opportunity for expression. I was informed that the option of the more traditional blueprint builds is still there for the purists, but I found the DIY construction far more appealing than the IKEA approach. Then, of course, there's the optional story to follow. From the teasers in the trailers, this is implied to be bigger and perhaps even crazier than the original, and hopefully continues directly on from the Forest. Hat schon gesagt, es wird eine lange, dicke Story geben, die auf jeden Fall noch krasser als die Originalstory sein wird. This cliffhanger. But amongst the time spent constructing and fighting off hordes of cannibals, I didn't really get a sense of how the story was going to go beyond the initial premise. It did feel very familiar to the story of the Forest though, which I guess makes sense in the term of dropping players right into the action. But I'd be lying if I said I didn't have concerns that it could potentially retread old ground. My hope is this simply serves as a jumping off point to go in some truly crazy directions, and it develops a narrative through line from the first game that still feels cohesive. But time will tell once I get my hands on the full game and manage to pull myself away. Oho, da ist die Crafting-Matte. Man sieht auf jeden Fall hier schon mal ein blaues. Es ist jetzt ja, wird es sehr, sehr wahrscheinlich. Warte, ich mache mal eben meine Cam kurz aus, damit ihr besser seht. Man sieht hier oben, ich würde sagen Feuerzeug, dieses Sturmfeuer. Dann einmal GPS-Gerät, dann die Standard-Axt. Und man sieht ein Survival-Knife mit blauem Griff. Sehr, sehr dope. Sehr, sehr geil. From building a replica of the Ewok village and destroying the lives of the unsuspecting locals. Was hat er denn da jetzt gecraftet? Was hat er denn jetzt gecraftet? Der hat 3 Sticks, 6 Sticks aufeinander gelegt. Building a replica. Hat Federn da drum gemacht. Haut mit dem Stein da drauf. Ah, das war das Crafting für Pfeile. Der hat Pfeile gemacht. Ganz am Ende sieht man, dass es Pfeile my hands on the full game and managed to pull myself away from building a replica of the Ewok village and destroying the lives of the unsuspecting locals. Okay. Sons of the Forest appears to have Schildkröte, oh mein Gott, sieht die krass aus. Oh mein Gott. Evolve and build on every aspect of its predecessor with a focused goal of realism and developing. Er beißt ihm einfach den Kopf ab. Er beißt ihm einfach den Kopf ab. Obwohl. Okay. And build on every aspect of its predecessor with a focused goal of realism and developing a flexible ecosystem. And it feels like the building blocks are there. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Im Leben nicht. To create something truly special. But its killer feature is the addition of impressively sophisticated and smarter AI enemies and companions that could not only provide a huge leap forward for the series, but the survival game genre as a whole. Krass. Boah, sieht das krass aus. Oh mein Gott, sieht das krass aus. And if you like that video and want to find out more about Sons of the Forest, why not check out everything that we... Oh mein Gott, Freunde, absolut krass. Absolut krass. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist 10-mal geiler noch als gedacht. Man hat so viel Neues gesehen. Man hat die Armbrust jetzt mal in Action gesehen, die Pistole in Action. Man hat noch mal 1, 2 Waffen gesehen. Man hat gesehen, dass es Blaubeeren gibt. Man hat gesehen, wie die Rehe aussehen, Schildkröten, Fische. Man hat ein bisschen mehr von der Ingame-Grafik vom Start und Co. gesehen. Man hat ein paar Fights gesehen, auch wie die Gegner aussehen, mit Klamotten, mit Waffen in den Händen, angemalt, nicht angemalt. Eher auf dem Boden getarnte Kannibalen in den Büschen, dann eher wieder wie früher so Kannibalen mit Schmuck und Co., dann komplett angezogene mit irgendwie, keine Ahnung, Sachen von den SWAT-Typen und so. Also absolut insane. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar.